Hallo und herzlich willkommen in Alwins Chor- und Komponistenküche. Heute geht es um Notationssoftware Avid Sibelius und es geht darum, wie kann ich in Sibelius eine Titelseite erzeugen. Normalerweise gibt es jede Menge Text und Symbole in Sibelius, die man in einer Notenseite einfügen kann und die sich entsprechend an einem Objekt, einer Note, einer Notenzeile, einem Takt festhalten, die da quasi fixiert sind, daran orientiert sind. Das ist bei einer leeren Seite, bei der Titelseite ja anders. Da gibt es keine Notenzeilen, keine Takte und deswegen muss man auch für diese Seite spezielle Textstile verwenden, die sogenannten leere Seitentextstile. Diese Elemente kann man dort platzieren und Angaben machen. Eine komplexe grafische Bearbeitung ist auf der Titelseite in Sibelius nicht möglich, aber es gibt die Möglichkeit, Grafiken zu importieren oder eine komplette fertige Titelseitengrafik zu importieren, die man in einem externen Pixelgrafikprogramm oder Vektorgrafikprogramm erzeugt hat. Aber jetzt genug der Einführung, auf geht's nach Sibelius. Wir sind im Schnellstartfenster von Sibelius und oben auf den Reiter Neue Partitur gegangen und da ich aus der Chormusikwelt komme, erzeugen wir eine Partitur für gemischten Chor. Wir haben hier Sopran, Alt, Tenor, Bass, A Cappella. Im nächsten Fenster wähle ich hier oben das Format aus und zwar nämlich DIN A4. Ich wähle die Taktart aus. Ich sage mal, wir brauchen einen Auftakt. Wir machen noch eine Tempoangabe mit Metronom. Noch eine schöne Tonart. So, und jetzt kommen die Dinge, die für uns interessant sind. Für eine Titelseite, da brauchen wir natürlich einen Titel. Die Komponistenangabe und auch die Textangabe. Hier können wir noch das Copyright angeben und andere Angaben, aber alle diese Angaben können jetzt gleich auch nochmal in der neu angelegten Datei ergänzt, erweitert und erneuert werden. Und wir erstellen unsere Datei. So, jetzt, wir sehen hier unsere Angaben, die wir eben gemacht haben. Und diese können wir unter Datei Info weiter editieren und ergänzen. Das nur allgemein als Information. Als nächstes möchte ich nun zwei Optionen hier unter Ansicht anklicken, und zwar die Layout-Zeichen und die Seitenränder. Seitenränder ganz wichtig gleich auf einer leeren Seite, dass wir eine Orientierung haben, wo der Seitenrand ist, und die Layout-Zeichen kommen auch noch ins Spiel, wenn wir noch eine leere Seite am Ende anlegen, was wir später dann tun werden. Jetzt aber zunächst brauchen wir eine Titelseite. Und die finden wir unter dem Reiter Layout. Hier ist das Icon Titelseite. Da klicke ich dann drauf und jetzt kann ich angeben, wie viele Seiten ich anlegen möchte. Es könnte ja auch sein, dass wir noch eine Seite brauchen für ein Vorwort oder für ein Inhaltsverzeichnis. Aber wir wollen jetzt mal zunächst nur eine leere Seite, sprich eine Titelseite am Anfang der Datei anlegen. Da sehen wir auch schon Titel und Komponist und Stimmenname einbeziehen. Das machen wir jetzt mal weg. Das brauchen wir nicht. Drücke auf OK. Und jetzt sehen wir hier, haben wir diese Titelseite vor der ersten Notenseite schon angelegt. Wenn man in einer Notenseite, auf einer Notenseite einen Text eingibt, das mache ich mal kurz hier, dann ist dieser Text, wenn wir uns das mal genauer anschauen, hier an einem Takt, an einer Note, an einem anderen Objekt ausgerichtet. Und das ist ja auf einer Titelseite nicht möglich, denn wir haben ja keine Takte, keine Noten und andere Objekte, denn die Seite ist ja leer. Und deswegen ist es so, dass auf dieser Seite ausschließlich sogenannte Texte, das zeige ich jetzt mal gerade hier an, Text, leere Seitentext, solche Texte können auf dieser Seite angelegt werden. Alle anderen Texte funktionieren nicht. Wir legen jetzt mal noch hier einen Untertitel an. So. Und wie kann ich nun das Aussehen eines solchen Textobjektes verändern? Dazu habe ich die Möglichkeit hier oben im Textreiter, wenn das Objekt ausgewählt ist, die Schriftart und den Stil zu ändern.
Ich sehe aber auch hier, welchem Stil das Objekt zugewiesen ist. In dem Fall ist es der Stil Komponist auf leerer Seite. Und ich kann natürlich auch diesen Stil, Doppelklick, ändern und zum Beispiel sagen, da hätte ich jetzt gerne ein Rechteck drumherum. Schriftgröße kann ich ändern und die Ausrichtung etc. Und dann ist es global geändert und jetzt sehen wir, haben wir diesen wunderschönen Rahmen um den Komponisten herum. Gut, jetzt wollen wir doch ein bisschen komplexer werden. Wir hätten gerne schöne Dekorationen, ein paar Ornamente hier an der Seite und da bedienen wir uns dann eines grafischen Elementes und wir gehen auf Notation, Grafik und importieren uns da ein Objekt. Da muss ich gerade schauen, wo ich was Schönes für uns finde. Ich glaube, da habe ich was vorbereitet. Und zwar haben wir hier so eine Ecke. So, die Ecke hier ist jetzt im PNG-Format. JPEG funktioniert auch. Ist mir jetzt zu groß. An der Ecke kann ich die jetzt kleiner ziehen, aber ich sehe schon, das funktioniert dann nicht mit den Seitenverhältnissen. Mit gedrückter Shift-Taste aber rastet es ein und ich kann das ganz sicher skalieren, etwa auf diese Größe und dann hier oben in die Ecke ziehen. Und jetzt sehen wir auch den Vorteil, den wir haben, wenn wir die Seitenränder anzeigen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher hier ran. Und jetzt kann ich mit den Pfeiltasten auf der Tastatur auch ganz genau dieses Objekt ausrichten, so wie ich es gern hätte. Jetzt wollen wir die auch auf der rechten Seite haben, diese Ecke. Ich markiere es, Steuerung C, Steuerung V, klick hier hin und dann haben wir diese Ecke. Und jetzt haben wir hier diesen Anfasser. Das sehen wir auch so. Und auch hier mit gedrückter Shift-Taste rastet der alle 15 Grad, alle 45 Grad ein, glaube ich. So, und jetzt haben wir das so gedreht, dass es genau hier in die Ecke passt. Auch da kann ich mit den Pfeiltasten der Tastatur das so ausrichten, wie ich es gerne hätte. Die Ecke ist noch in der Zwischenablage, das heißt, wir gehen jetzt hier unten links, Steuerung V, der Mauszeiger ändert sich, Klick und dann landet die Ecke hier unten. Gehe mal ein bisschen näher ran. Das mache ich übrigens mit gedrückter Steuerungstaste und dem Mausrad. Gehe nochmal an meinen Anfasser hier, Shift-Taste drücken. So. Und dann ziehe ich das hier. Geht ganz gut sogar mit der Maus. Und dann brauchen wir die Ecke noch hier links, Steuerung V, Klick. Und hier einmal die Ecke passend gedreht. So, ich zoome nochmal raus mit gedrückter Steuerungs- und der Mausradtaste. Und wir sehen, jetzt haben wir diese wunderbaren Ornamente in unseren Ecken. Ja, vielleicht legen wir hier unten noch einen Text an. Und zwar für die Verlagsangabe. Macht das nochmal eine rechte Maustaste. Text, leere Seitentext. Ich verwende dazu auch den Stil Untertitel, weil der automatisch zentriert auf der Seite angezeigt wird. So, das wäre das und den kopiere ich mir mit Steuerung C, Steuerung V, mache den jetzt aber auf die Schnelle über das Textmenü hier oben kleiner, weil da möchte ich noch die Bestellnummer hier unten klein anzeigen. So, da habe ich jetzt was gemacht. Habt ihr es gesehen? So, mal jetzt näher rangehen. Da habe ich irgendwie das Textfenster so klein gezogen. Aha, da ist es wieder. Genau. So, die Bestellnummer. Der Verlag, der wird ein bisschen höher gesetzt. Etwa so. Da kann die Bestellnummer auch noch ein bisschen höher. Ja, das wäre jetzt eine ganz einfache, schlichte Titelseite. Den können wir noch ein bisschen größer machen. Ich mache es jetzt nicht durch die Stilbearbeitung, sondern einfach hier durch die Objekte. Es ist hier überschaubar, ist ja keine so große Anzahl an Textobjekten. Und das hier machen wir noch kursiv.
und ein kleines bisschen kleiner. So, dann lassen wir das jetzt mal so. Das wäre also, speichern, machen wir später, unsere Titelseite. So, wenn ihr jetzt was Komplexes machen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, in einem Grafikbearbeitungsprogramm, Vektorgrafik oder eine Pixelgrafik erstellen und einfach dann als Grafik importieren und die ganze leere Seite hier mit dieser Grafik ausfüllen. Insofern habt ihr alle Möglichkeiten, das dann so zu gestalten, wie ihr es wollt, weil das in der komplexen Art und Weise hier in Sibelius direkt nicht möglich ist. So, wir haben jetzt 3 Seiten mit unserer Titelseite und wollen aber noch eine 4. Seite haben, dass wir quasi so eine 4-seitige Ausgabe bekommen und am Schluss eine leere Seite haben für ein Nachwort beziehungsweise vielleicht für ein bisschen Werbung. Ich klicke auf den letzten Taktstrich und gehe unter Layout, spezieller Seitenumbruch und kann dann hier auch festlegen, wie viele leere Seiten ich am Ende hier anlegen möchte. Ich sage jetzt mal eine und jetzt haben wir eine leere Seite angelegt. Jetzt erscheint hier dieses Layout-Zeichen. Ihr kennt das vielleicht von den Umbrüchen her. Und das haben wir ja am Anfang, könnt ihr euch erinnern, unter Ansicht angeklickt, dass wir die Layout-Zeichen sehen. Wenn der Haken weg ist, dann sehen wir auch das Zeichen nicht. Denn das bräuchten wir zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ach, die Seite brauchen wir nicht, weil ich jetzt noch eine 3. Seite mit Noten habe. Dann würde ich das Layout-Zeichen markieren und löschen. Dann wäre auch die leere Seite wieder verschwunden. Gut, wollen wir aber nochmal das anlegen, Layout, spezieller Seitenumbruch, eine leere Seite. Und auch hier habe ich dann die Möglichkeit, wie auf der Titelseite unter Text, leere Seitentext, einfacher Text zum Beispiel, entsprechende Textelemente anzulegen. Das funktioniert genauso, wie es auch auf der Titelseite funktioniert. Zum Beispiel könnte ich mir durchaus vorstellen, hier ein Nachwort oder ein bisschen Werbung zu platzieren. Oder auch eine Grafik. Das würde auch funktionieren. Das funktioniert ja auch innerhalb einer Notenseite, aber natürlich auch auf einer leeren Seite. Lasst uns das doch einfach mal gerade auch noch ausprobieren. Auf die Schnelle eine Grafik. Nehmen wir die hier. Ja, die ist ein bisschen groß. Die müssen wir jetzt so runter skalieren. Jetzt ist was passiert, ja, die ist mir jetzt außerhalb des Notenblattes gerutscht und jetzt kann ich die nicht mehr anfassen. Seht ihr das? Dann mache ich mal Steuerung Z, dann ist sie wieder da. Also da muss man aufpassen, dass das nicht vom Blatt runterrutscht. So. Jetzt noch mit gedrückter Shift-Taste skalieren und das platzieren wir jetzt hier. Das ist eine Seite, eine Grafik mit verschiedenen Ornamenten, die ich mir mal irgendwo runtergeladen hatte. Und da hatte ich mir, glaube ich, auch die Ecke ausgeschnitten für die Titelseite. Ja, okay, also, das war's zum Thema leere Seite am Ende und Titelseite erzeugen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht sogar Tipps und Hinweise für mich, könnt ihr gerne in den Kommentaren unten loslassen. Das war's zum Thema Sibelius Titelseite anlegen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Und ich freue mich auf unser nächstes Video. Bis dahin alles Gute. Euer Alvin Michael Schronen. Ciao.